schaut es euch an. So lecker sieht es aus schon. Hier sieht man auch schön das Bärlauch drin. Überall. Das ist was ganz Feines, Leute. Hammermäßig, muss ich sagen. Kriegst du nirgends zu kaufen. Super saftig. Ganz klasse. Zurzeit gibt es ja überall Bärlauch. Da machen wir heute mal eine ganz frische Bärlauchbratwurst. An Gewürze brauchen wir eine große Zwiebel, 100 Gramm Bärlauch. Dazu 20 Gramm Meersalz und 4 Gramm weißer Pfeffer. Dazu kommt noch 4 Gramm Koriander und noch 4 Gramm Muskatnuss. Und hier habe ich noch 50 ml Mineralwasser mit Kohlensäure. Das ist für die Bindung. Was wir noch brauchen, das sind Därme. Die werden vorher noch sauber gemacht, ein bisschen eingeweicht. So, dann kommen wir noch zum Fleisch. Ich habe jetzt hier Schweinebacke, dann habe ich Schweineschulter. Das ist alles vorgefroren. Hier habe ich noch einen Rest, was übrig war. Das ist jetzt noch eine Pude Oberkeule. Das könnt ihr euch ja alles auch selbst zusammenstellen. So, das geben wir alles mal in einen großen Topf rein. So, dann kommt unser Bärlauch dazu. Lecker Bärlauch und das schmeckt hammermäßig, Leute. Das waren genau 650 Gramm Schweinebacke, 916 Gramm Schweineschulter. Dann habe ich noch Rest gehabt, das war eine Oberschale von Raputenkeule, 605 Gramm. Insgesamt ein Gewicht von 2,81. Jetzt geben wir unsere Gewürze schon drüber. Hier ist Salz und Pfeffer. Das tun wir alles vorher schon vermengen, damit es keine Gewürznester gibt. Dann haben wir hier noch Koriander und Muskatnuss. Mehr kommt ja auch gar nicht rein. Wie gesagt, da ist jetzt noch eine Zwiebel drin und der Bärlauch. Mehr brauchst du überhaupt nicht für eine gute Bratwurst. So, das Ganze, das tun wir dann mal schön vermengen, dass ich die Gewürze schön verteile. Was nachher auch wichtig ist, wenn wir das geworfen haben, dass das Brät eine gute Bindung kriegt, sonst werden eure Würste nichts. Die Zwiebeln habe ich ganz grob geschnitten, die gehen alles so wie es ist mit durch den Fleischwolf. So, dazu kommt jetzt noch unsere 50 ml kohlensäuriges Wasser. Das ist sehr, sehr gut für die Bindung. Die sollte dann passend sein. Ja, wie gesagt, Wurstdärme brauchen wir noch. Was auch an dem Fleischwolf auch sehr gut ist, was mir gut gefällt, dass das so hoch ist. Wie ihr seht, ich kann hier gleich einen Topf drunter stellen und das kann ich gleich benutzen zur Menge. Da oben geht mindestens 2 Kilo drauf. Und das haben wir ja, 2 Kilo Fleisch. Und das lassen wir jetzt durch. So, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, das muss jetzt alles vermengt werden. Das muss eine ganz gute Bindung kriegen. Wenn es das nicht hat, schmeckt eure Wurst nicht. So, tun wir das mal schön vermengen. So lange bis es eine Bindung hat. Ist zwar keine schöne Arbeit, aber es rentiert sich, Leute. Und ihr werdet die beste Bratwurst eures Lebens essen. Es muss so lange gemengt werden, bis es an der Hand klebt. Seht ihr, das hat schon eine gute Bindung und da braucht man gar nicht lang zu mengen. Was ich noch drin habe, ist ja auch das Selterwasser. Das ergibt auch eine gute Bindung. Und die Wurst wird sehr, sehr saftig werden. Das ist das Allerwichtigste an der Bratwurst mache, dass die Bindung stimmt. Also die ist jetzt schon gut, seht ihr. Das fällt nicht runter mehr. So, das ganze Brät habe ich jetzt nochmal umgefüllt. Und das geht sofort nochmal in die Kühltruhe rein. Wird so lange weitergekühlt, bis meine Därme fertig sind, bis mein Wurstfüller aufgebaut ist. So, die brasilianische Fahne weht und dann geht's los. So, der Wurstfüller, der habe ich mal aufgebaut. Hier haben wir unseren Fleischbrät. Wie gesagt, das war ja jetzt nochmal in der Gefriertruhe und ist jetzt eiskalt.
Und das mache ich gerade so mit der Tüte hier rein. Das ist eine saubere Sache und du versaust gar nichts. Drehe ich die Tüte gerade so rum und drücke das alles mit der Tüte noch an. So habe ich ganz saubere Hände. Hab's gestopft und ist einwandfrei. So, der Füller, der ist von Werdes. Der ist sehr standhaft, das war mal sehr wichtig. Der ist schwer und fest auf dem Tisch und alles Edelstahl. Für einen Preis, ich glaube für 119 € war das ein super Teil. Der ist baugleich mit Begetal auch, aber halt noch ein Tick besser, weil der hat hier noch eine Stahlkurbel, das hat Begetal jetzt nicht. Und vom Preis her war er dann auch noch billiger. Ich habe vorher einen 3 Liter von Begetal gehabt, der war super. Und jetzt habe ich einen 5 Liter von Wertes. Könnt ihr mal gucken, da habe ich bei eBay gekauft. Super Teil, keine Beanstandungen. Das einzige hier, die Entlüftung, muss man den Sägering rausmachen, um das sauber zu machen. Der geht ein bisschen schwer raus, aber mit der Zeit geht's. Könnten wir aber allerdings auch was anderes reinmachen. Dann hat er hier an der Seite hat er 2 Übersetzungen. Eine schwere und eine leichte. Meistens benutze ich dann die leichte Übersetzung. Das läuft doch einwandfrei. Hier habe ich so einen Korken mit Granate. Falls Luft drin ist, zum Rausstechen, drücken wir das erstmal ein bisschen raus. Deswegen lasse ich das vorne erstmal immer auf. Da kommt mal die erste Luft schon raus. Dann lassen wir mal die erste raus. Nicht zu stramm füllen, weil die müsst ihr ja noch abdrehen. Ich habe jetzt 28 230er Schweinedarm, also 28er. Oh, das riecht schon ganz lecker. Bärlauch, klasse. Die wird ein bisschen lockerer füllen wie zu stramm, weil ihr müsst sie ja noch abdrehen. Beim Abdrehen kriegt das immer noch stramm. Das läuft ganz gut. Umso kälter ist, umso besser läuft es auch. So, das ist jetzt mal schon die erste Fuhre. Was für Länge ich da nehme, würde ich sagen, diese Länge. Einfach nur 2-3 Mal rumdrehen. So rumdrehen, andere Richtung. Und schon habt ihr die Bratwürste. Man kann auch hingehen, wieder rechts und dann eine freilassen und dann wieder rechts drehen. Kommt das selber raus. Seht ihr? Habt da eine ausgelassen und habt eine mehr. Aber ich mache es dann immer gern so. Braucht da keine Angst zu haben, die gehen auch nicht auf. So, das ist mir schon die erste. Ein bisschen die Luft noch rausstechen. Ja, also schaut es euch an. So lecker sieht es aus schon. Hier sieht man auch schön das Bärlauch drin. Überall. Das ist was ganz Feines, Leute. 100% sind die Hammer lecker auch durch das Putenfleisch. Ihr könnt Putenfleisch reinmachen, ein bisschen, oder Hähnchenfleisch, ich kenne das so aus Brasilien. Und die werden hammerlecker, die Würste. So eine leckere Bratwurst habt ihr noch nicht gegessen. So, es gibt ja leider immer noch so ein Restbrät. Und das fülle ich dann immer noch in Gläschen ein und koche das dann noch ab. So, die Tülle ist mal schon leer. Meistens gibt es so ein Gläschen voll. Gut andrücke. Und praktisch Bärlauchbratwurst im Glas. Also hammerlecker. Das drücke ich dann so raus noch. Der Rest. Macht's nicht ganz so voll. Bis zum zweiten oberen Rand. Ich hole da später noch ein bisschen was raus zum Braten. Ich möchte es dann auch schon mal probieren. So, die koche ich dann noch ab. Mit 100 Grad, 120 Minuten. Und fülle bis zum mittleren Rand. Schön sauber mache hier. Fest verschließe. Und schon habe ich wieder ein Glas leckere Bärlauchbratwurst. Ich habe jetzt die kleine habe ich mal rausgeholt. Und die sind ideal zum Probieren. Ich habe jetzt 6 Stück. Meine Frau hat gemeint, das wäre ein bisschen wenig. Aber ich denke, das reicht. Wir sind 3 Personen und da reicht es. Man muss sich nicht so voll essen. Schön langsam hochheizen und dann platzen sie auch nicht auf. Da sieht man schön das Bärlauch. Ah, das ist hammerlecker, sage ich euch. Die riechen. Ja, es geht doch.
bisschen Salat dabei, ein bisschen Brot, mehr braucht man gar nicht. Hammermäßig, muss ich sagen. Kriegst du nirgends zu kaufen. Super saftig, ganz klasse. Dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.